hier Clinch, ja, ich will Clinch. Jetzt versucht hier an der Schulter zu sein und die andere Hand, die hintere Hand, je nach Auslage. Wenn ich links Auslage bin, ist die rechte Hand hinten, aber von innen, So, jetzt kommt Uchuke. Ich mache mit dem Druck nach vorne. Uchuke ist diese Bewegung. Ich schaffe mir Platz. Diese Bewegung. Ja? Und nach vorne. Und jetzt die Hand von kurzer, das ist total empfindlich hier. Hier. Ja? Mit Körper. Das ist doch, aber nicht übertreiben, nicht so fest. Ja? Uchuke, locker, weit nach vorne, diese Bewegung, drehen, wieder, Grundschule auch. Ja? Ich drehe nach außen. Diese Bewegung. Außenclinch, einfach nur nach vorne. 5-mal jede Seite reicht. Ja? So. Ich stehe jetzt hier drin, habe jetzt diese Anwendung, diese Bewegung, die wir eben gerade geübt haben, die habe ich ja schon gemacht. Ja? Also ich stehe jetzt hier im Prinzip hier drin. So, jetzt hat links, der linke Arm hat Uchuke gemacht, jetzt macht der rechte Arm. Jetzt Achtung, wenn der rechte Arm jetzt Uchuke macht, ich will eine blockierende Bewegung machen und würde jetzt nur den Uchuke-Arm bewegen. Jetzt ist langsam die Zeit, wo ich diese Wortfindungsstörungen kriege. So nach 4-5 Stunden Training ist es dann irgendwann Ende. So, wenn ich jetzt nur hier Uchuke machen würde, wäre der Weg. Ja? Ich muss also mit der Gegenbewegung vom Uchuke mitarbeiten. Das heißt, das ist wie eine Aguke, weil ich muss ja diese Faust an meinem Körper bzw. an meinem Kopf vorbeiführen. Noch genauer gesagt, über meinen Kopf führen. Der macht den Uchuke. Der ist der Uchuke. Und ob ihr jetzt wieder eine gleiche Bewegung macht oder aus dem Kyakutsuk in eine andere Bewegung, ist vollkommen egal. Ja? Also, die lassen wir jetzt weg, die haben wir schon gemacht, wir gehen aber in diese Position. Ja? Ich will jetzt von dieser frontalen Position will ich weg. Ja? In diese Position will ich. Uchuke, Kyakutsuk. Ja? Wenn ich hier passiv bleibe, bleibe ich hier hängen. Die Aguke, du musst drüber. Das ist der Uchuke. Dann kommt der Kyakutsuk. Ja? Eine andere Auslage. Ja. Rechter Arm hat Uchuke gemacht, jetzt der linke Arm. Ja? Der linke Arm. Aguke, Uchuke. Der linke Arm. Ja? Alles klar? Also blockierende Bewegung. Uchuke als blockierende Bewegung. Ich will aus dieser frontalen Position raus. Natürlich! Krieg's heute ab. So. Okay. Also wir sind da drin. Wir haben diese Übung, die wir vorhin zweimal gemacht haben, schon gemacht. Genau. Das Lockermachen, ich habe es Ihnen gerade erzählt. Den jungen Mann. Wenn ich natürlich hier im Clinch bin, es geht los. Ja? So. Und versuche jetzt hier irgendwie vielleicht rauszukommen. Klar, ja? Also dieses Lockermachen, was wir vorher machen, ist enorm wichtig, es gehört zu der Bewegung. Das heißt, in dem Moment, dieser Moment, ich habe es auch erzählt, wahrscheinlich schaffe ich es nicht, mit dieser Bewegung ihn auszulocken. Wenn ich vielleicht richtig treffe, dann vielleicht, aber nicht wahrscheinlich unbedingt. Aber ich habe einen Moment, wo der so ein bisschen locker ist. Genau. Und das ist genau der Moment, wo ich es schaffe, da rauszugehen.
So. Was ich auch erzählt habe, was ganz wichtig ist, erste Bewegung. So, ich will durch die Karate-Technik erreichen, dass ich an Stellen komme, die dem Partner wehtun. Ja? Sprich, kurze Rippe. Pack. Das ist gefährlich. So, nächste Bewegung. Gefährlich. Ja? Das ist das, was Karate ausmacht, mich in Position zu bringen, dass ich auch eine Wirkung erzielen kann. Ja? Also, was jetzt ganz wichtig ist, denkt bitte, ist bei der Bewegung, die wir jetzt gerade machen, dass es wirklich eine Uchi-Uke ist. Ja? Bam. Linker Arm hat Uchi-Uke gemacht, jetzt mal der rechte Arm. Ja, Uchi-Uke. Bleibt am Oberarm. Bleibt nicht da. Da kommt nämlich der Ellbogen, da kommt der Ellbogen. Am Oberarm bleiben. Ja, wenn ihr dann nach dem Uchi-Uke ins Greifen übergeht, habt ihr okay. Okay? Einmal Partnerwechsel bitte. Die Frage, auf welche Seite gehe ich raus? Ja? Ist klar, locker. So. Ich kann auf beide Seiten rausgehen. Also ich kann jetzt nur mal links Uchi-Uke machen, das war. Aber noch besser und noch einfacher ist, wenn ich wirklich wechsle. Weil, das da. Ja, da habe ich diese etwas schwieriger Arm zu führen. Deswegen macht wieder diesen Wechsel. Hier sind wir. Dritter Uchi-Uke. Jetzt ist der Uchi-Uke ein Wurf. Ja? Ich habe das hier gemacht oder hier gemacht. Ich mag es nur hier gleich oben zu schlagen, weil ich dann schon da bin, wo ich hin will, nämlich da. Ja? Nur bitte den dritten machen, es geht gleich in die Position. Ja, Uchi gemacht. Locker. Und redet mit eurem Partner, wenn der nicht fallen will, dann deutet es nur an, überhaupt kein Thema. Ja, aber wenn ihr vorsichtig seid, passiert da nichts. Andere Auslage. Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Die erste Auslage, genau. So, kleiner Tipp. Versucht die Bewegung so zu führen, nach unten. Also nicht nur dahin. Also nicht nur auf die Seite, sondern der Energiefluss geht in dahin. Weil ich hier ich mache das, ja, aber der Energiefluss ist da. Okay? Mach ganz langsam, aber setzt diese drei Bewegungen zusammen. Platz machen. Und rechts. Ja, nach innen gehen. Und zu aber langsam, schnell machen, aber immer, dass nichts passiert. Und wichtig ist, dass der Fluss da ist. Ja? Andere Auslage. Wieder links aufschlagen.